Herzlich willkommen zu meinem Eierfräs-Tutorial. Das Fräsen an sich ist zwar schon erledigt, aber es sind trotzdem noch ein paar Schritte notwendig, damit das Ei fertig am Osterstrauch hängen kann. Daher werden wir es heute im 4. Teil bemalen. Hier habe ich im Vorfeld schon mal eine Farbauswahl getroffen. Das tue ich normalerweise nicht, sondern entscheide eher spontan, welche Farben ich benutze. Aber das hätte das Video dann unnötig verlängert. Ich habe mich für Grün, Orange, Perlmutt und Weiß entschieden. Das Perlmutt habe ich gewählt, da ich aus Erfahrung weiß, dass es getrocknet auf dem Ei später wie ein helles Silber erscheint und für meinen Geschmack besser aussieht als eine tatsächliche Silberfarbe. Bei Silber ist mir der Grauwert zu hoch und würde mir dann zu dunkel und kontrastreich werden. Ich möchte es leicht farbig fröhlich haben. Farbliche Abstufungen von dem Grün und Orange erzeuge ich durch Mischen mit Perlmutt, wodurch die Farbe einen noch größeren Metallic-Look bekommt, als sie von Hause aus schon hat. Und das Weiß benutze ich nur zum Beimischen zum Perlmutt, wenn ich damit auf grünem Untergrund malen möchte, da das Perlmutt alleine zu transparent ist. Die genauen Farben und Bezeichnungen schreibe ich euch später in den Beschreibungstext. Jetzt aber zum Video, da haben wir jetzt schon ein bisschen was verpasst. Ich habe also mit einer Grundierung begonnen. Dazu nehme ich einen seidenmatten weißen Heizungskörperlack, der auf Acryl basiert. Den hatte ich halt noch da und ich bilde mir ein, dass das Ei dadurch an Stabilität gewinnt, ohne dass sich der Glanz und die Patina der Eierschale verändert. Nach dem Grundieren warte ich kurz, aber Acrylfarbe trocknet wirklich schnell, sodass ich nach ein paar Minuten schon gleich weitermalen kann. Für den hellgrünen Untergrund nehme ich auch den Heizkörperlack, zu dem ich ein paar Tropfen grüne Farbe mische. Diese Farbe trage ich dann in 2 Schichten ganz dünn auf, damit keine Pinselstriche oder Farbnasen entstehen. Hier bin ich gerade damit fertig, die erste Schicht aufzutragen. Während nun die hellgrüne Fläche trocknet, mache ich mit den Blumenranken und den Blumen auf der weißen Fläche weiter. Ich trage die Farbe auf der Kante der Eierschale im Loch und um das Loch herum auf. So werden eventuelle Haarrisse, die beim Fräsen entstanden sind, gleich versiegelt. Bei den schlitzförmigen Löchern sehe ich zu, dass die Pinselspitze ein wenig abgeflacht ist, wenn ich die Farbe aufnehme, damit sie sich besser an die Form anpasst. Dagegen sehe ich später bei den Löchern und den Punkten zu, dass die Pinselhaare eher spitz zulaufend sind. Wer sich im Übrigen über die ständigen Schnelldurchläufe und Schnitte im Video wundert, ich bin ein absoluter Anfänger, was Videoaufnahmen und den Schnitt davon angeht. Bei diesem Video hatte ich am Ende 2 Stunden verwackelte und aus dem Bild laufende Aufnahmen, die ich für euch hoffentlich verständlich auf unter 10 Minuten zusammengeschnitten habe. Bei der hellgrünen Hintergrundfarbe habe ich mir ein bisschen mehr angemischt, da ich es in 2 Schichten auftragen möchte und damit ich immer den gleichen Farbton habe. Für die Blüten und Blätter mische ich mir auf dem Blatt Papier wirklich nur die Menge an, die ich auch benötige. Und für den Fall, dass ich wirklich nochmal etwas nachmischen muss, sieht man das hinterher nicht, weil die Flächen ja meistens da nicht direkt nebeneinander sind. Für die Blumen auf dem weißen Hintergrund habe ich mich für ein helles Orange entschieden, daher mische ich es mit Perlmutt. Die Löcher in den Blumenranken hingegen sollen sich farblich deutlich absetzen, deswegen nehme ich da das Orange pur, denn die sollen ja hinterher wie kleine Blüten in der Blätterranke wirken. Das Orange nehme ich dann auch für die inneren Löcher der Blüten, damit sie sich ein bisschen farblicher von dem hellen Orange absetzen. Hier tupfe ich mit dem Perlmutt noch ein paar Punkte um das Loch. Das sieht später ganz nett aus, weil diese kleinen Punkte sich so ein bisschen erheben. Sieht dann so ein bisschen dreidimensional aus. Da ich es an der Stelle noch etwas farbiger haben möchte, tupfe ich noch ein paar grüne Punkte zwischen die Blütenblätter.
Mit dem gleichen Grün, welches ich mit Perlmutt verhellert habe, tupfe ich noch ein paar Verzierungen in die Blätterranke. Nun bin ich mit den Verzierungen auf dem weißen Untergrund fertig und trage die zweite Schicht des hellgrünen Untergrundes auf. Bevor ich nun auf die frisch gestrichene Fläche male, lasse ich das Ei erst noch ein paar Minuten trocknen. Bei den großen Löchern, durch die ich später ein Band ziehen möchte, sehe ich zu, dass ich eine dicke Farbschicht auftrage, damit es ein bisschen stabiler wird. Jetzt habe ich die oberen Blumen, die hier in dem Video die unteren Blumen sind, weil ich das Ei verkehrt rum halte, angemalt und komme zu dem Element, was mich fast verzweifeln ließ. Das Anmalen der gepunkteten Schlangenlinie war wirklich das zeitintensivste. Das Knifflige bei kleinen Löchern ist immer, dass man sie schnell mit Farbe verschließt und das möchte ich natürlich nicht, dann hätte ich sie vorher ja nicht reinfräsen brauchen. Ich zeige hier nur ein paar Ausschnitte, da das tatsächliche Anmalen über eine halbe Stunde gedauert hat. Ich habe es am Anfang zwar kurz erwähnt, aber möchte es hier nochmal genauer ausführen. Das Perlmutt ist sehr transparent. Das heißt, auf einem weißen Untergrund wirkt es dann tatsächlich silbern, aber auf einem grünen Untergrund scheint das Grün von unten zu sehr durch. Daher mische ich, wenn ich auf grünem Untergrund malen möchte, etwas Weiß mit in das Perlmutt. Jetzt tupfe ich noch ein paar Verzierungspunkte in die Blumen und am Ende des Videos zeige ich euch dann, wie das Ei getrocknet und fertig bemalt aussieht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten und letzten Video des Eierfräs-Tutorials. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solche Videos sehen wollt, unterstützt mich, indem ihr ein Like und ein Abo dalasst. Tschüss!